Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast. Ich bin Felix und mit mir dabei ist natürlich auch wieder die wunderbare Lisa. Hallo Lisa. Hallo Felix und hallo an alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Es ist schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute sprechen wir über ein Thema, das für viele von uns nicht immer einfach ist. Die Kraft des Nein-Sagens. Lisa, warum ist es so wichtig, auch mal Nein zu sagen? Gute Frage, Felix. Nein zu sagen ist für unser Wohlbefinden unglaublich wichtig. Oft denken wir, dass wir immer Ja sagen müssen, um andere nicht zu enttäuschen oder um Konflikte zu vermeiden. Aber wenn wir ständig die Wünsche anderer erfüllen, vergessen wir oft, was wir selbst eigentlich wollen und brauchen. Das kann auf Dauer sehr ermüdend und belastend sein. Absolut. Manchmal hat man das Gefühl, dass man andere Menschen nicht vor den Kopf stoßen will, nicht wahr? Aber irgendwann merkt man dann, dass man seine eigenen Bedürfnisse total vernachlässigt hat. Lisa, hast du vielleicht einen Tipp, wie man leichter Nein sagen kann? Ja, Felix, da gibt es einige Strategien. Eine einfache Methode ist, ehrlich zu bleiben und dabei freundlich zu sein. Zum Beispiel könnte man sagen, ich würde gerne helfen, aber im Moment schaffe ich es einfach nicht. Hier erklärt man die Situation, ohne sich zu sehr rechtfertigen zu müssen. Und man bleibt respektvoll gegenüber der anderen Person. Ah, verstehe. Das klingt wirklich hilfreich. So gibt man den anderen nicht das Gefühl, dass man sie abweist, sondern erklärt die eigene Situation. Kannst du vielleicht das Wort rechtfertigen ein bisschen genauer erklären? Klar, rechtfertigen bedeutet, dass man versucht, jemandem genau zu erklären, warum man etwas tut oder nicht tut, oft um die Zustimmung oder das Verständnis des anderen zu bekommen. Wenn wir uns zu oft rechtfertigen, kann das manchmal so wirken, als wären wir uns selbst nicht sicher, als müssten wir uns für unsere Entscheidungen entschuldigen. Und das wollen wir ja eigentlich nicht, oder? Stimmt genau. Und das passiert auch schneller, als man denkt. Man will einfach nett sein und am Ende erklärt man sich über Stunden, nur um ein Nein zu rechtfertigen. Da fällt mir ein, Lisa. Gibt es Situationen, in denen es besonders wichtig ist, Nein zu sagen? Oh ja, definitiv. Besonders in Situationen, in denen es um deine eigenen Grenzen geht, zum Beispiel im Beruf. Wenn dein Chef dich ständig bittet, Überstunden zu machen, obwohl du schon am Limit bist, ist es wichtig, für dich selbst einzustehen. Ein anderes Beispiel ist das Privatleben. Wenn du das Gefühl hast, dass jemand zu viel von dir verlangt und du darunter leidest, dann ist ein klares Nein oft das Beste für dich. Das erinnert mich daran, wie oft man das Gefühl hat, immer alle Erwartungen erfüllen zu müssen, um gemocht oder respektiert zu werden. Dabei ist das Gegenteil der Fall, oder? Menschen respektieren einen oft sogar mehr, wenn man für sich selbst einsteht. Ganz genau, Felix. Wenn wir Nein sagen, zeigen wir, dass wir unsere eigenen Grenzen kennen und dass wir auf uns selbst achten. Das ist nicht egoistisch, sondern gesund. Es hilft uns, eine Balance zu finden und unsere Energie für die Dinge zu bewahren, die uns wirklich wichtig sind. Außerdem lernen andere Menschen, unsere Zeit und unsere Bedürfnisse zu respektieren. Klingt total logisch. Aber ich muss zugeben, es fällt mir selbst manchmal auch schwer. Hast du vielleicht ein paar Sätze parat, die man verwenden kann, wenn man Nein sagen möchte, aber nicht zu harsch klingen will? Natürlich! Hier sind ein paar Beispiele. Ich würde gerne, aber ich habe gerade wirklich viel zu tun. Oder das passt im Moment leider nicht in meinen Zeitplan. Ein weiterer Satz, den ich oft benutze, ist: Ich kann das leider nicht übernehmen, weil ich mich auf andere wichtige Aufgaben konzentrieren muss. Diese Sätze sind alle respektvoll und klar. Super Tipps, danke dir. Ich finde, es ist immer hilfreich, solche Sätze parat zu haben, damit man im richtigen Moment nicht nach den Worten suchen muss. Lisa, du hast vorhin das Wort harsch benutzt. Kannst du das vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer erklären? Klar, gerne. Harsch bedeutet so viel wie hart oder schroff. Wenn man also sehr direkt oder vielleicht sogar unfreundlich Nein sagt, kann das harsch wirken. Es geht also darum, ein Nein zu finden, das klar, aber nicht verletzend ist. Ah, verstehe. Also ein Nein, das weder zu weich noch zu hart ist. Eine echte Kunst. Das muss ich schon sagen. Sag mal, Lisa, wie hat das bei dir funktioniert? Hattest du Situationen, in denen dir das Nein sagen schwerfiel? Oh ja, viele.
Besonders früher habe ich oft das Gefühl gehabt, immer helfen zu müssen. Es hat eine Weile gedauert, bis ich gelernt habe, dass ich nicht jedem gefallen muss und dass meine eigenen Bedürfnisse auch zählen. Eine Situation, an die ich mich erinnere, war, als mich eine Freundin immer wieder um Hilfe beim Umzug gebeten hat. Ich habe ihr ein paar Mal geholfen, aber irgendwann wurde es mir zu viel, weil ich selbst keine Zeit mehr für meine eigenen Dinge hatte. Da musste ich lernen, Nein zu sagen, und das war gar nicht so einfach. Das glaube ich dir. Manchmal sind es gerade die Freunde oder die Familie, bei denen Nein sagen am schwersten ist. Man will ja niemanden enttäuschen. Aber wie du schon gesagt hast, wenn man nie Nein sagt, kommt man irgendwann an seine Grenzen. Und das tut keinem gut. Weder einem selbst noch den anderen. Ganz genau. Und es ist wichtig zu verstehen, dass ein Nein nicht das Ende der Beziehung bedeuten muss. Im Gegenteil, oft führt ein ehrliches Nein sogar zu mehr Respekt und Verstehen. Es zeigt, dass man authentisch ist und dass man sich selbst wertschätzt. Das ist ein guter Punkt, Lisa. Ich denke, viele von uns haben Angst davor, dass ein Nein das Gegenüber verletzt oder die Beziehung belastet. Aber meistens ist das nur eine Angst in unserem Kopf, oder? Absolut. Die meisten Menschen verstehen es, wenn man freundlich und ehrlich ist. Natürlich gibt es immer Ausnahmen, aber im Großen und Ganzen zeigt uns ein Nein, wer unsere Entscheidungen respektiert und wer nicht. Und das ist doch auch wichtig zu wissen, oder? Total. Ich finde es auch spannend, dass Nein sagen eine Form der Selbstliebe ist. Sich selbst ernst zu nehmen und für die eigenen Grenzen einzustehen, zeigt, dass man sich selbst wichtig nimmt. Hast du da noch ein paar letzte Tipps für unsere Hörerinnen und Hörer? Sehr gerne. Mein wichtigster Tipp ist, fang klein an. Wenn es dir schwerfällt, Nein zu sagen, üb das zuerst in Situationen, die weniger wichtig sind. Zum Beispiel, wenn jemand dich fragt, ob du etwas tun kannst, das dir nicht wirklich wichtig ist. So wirst du sicherer und merkst, dass ein Nein oft gar nicht so schlimm ist, wie du denkst. Und denk immer daran, dein Wohlbefinden ist wichtig. Du bist es wert, dass du dich selbst und deine Zeit schützt. Danke, Lisa. Das sind wirklich tolle Tipps. Ich hoffe, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer heute einiges mitnehmen konnten. Ich auf jeden Fall. Es war ein tolles Gespräch und ich freue mich schon auf unser nächstes Thema. Das freut mich, Felix. Ich fand es auch sehr schön, mit dir darüber zu sprechen. Und an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, probiert es einfach mal aus. Setzt euch kleine Ziele und schaut, wie ihr euch dabei fühlt. Ganz genau. Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge. Aber keine Sorge, wir sind bald wieder zurück. Und zwar mit einem wirklich interessanten Thema, wie man ein positives Körperbild entwickelt. Ich verspreche euch, dass es wieder spannend wird. Und natürlich werdet ihr dabei viele interessante Vokabeln lernen und weiter euer Deutsch verbessern können. Also bleibt dran. Ja, unbedingt. Wir freuen uns schon auf euch. Bis dahin, passt gut auf euch auf und denkt daran, ein Nein kann manchmal das Beste für euer Wohlbefinden sein. Genau. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss, bis bald.